Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy Slytherin Edition. Mein Name ist Fabian, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir machen mit der nächsten Hauptquest weiter. Wir suchen eine geheime Nachricht, die hier hinterlassen wurde. Da ist sie auch, von Scroop. Er weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und zu niemandem ein Wort hiervon. Scrope? Wer ist Scrope? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Allerdings ist mir etwas zu dunkel hier. Es ist sehr dunkel. Und hey, das ist doch die Brücke aus Harry Potter. Oh mein Gott. Kennt man ja aus Teil 3. Und dann... Ich glaube, das haben wir ja schon erkannt, ne? Das ist ein Steinkreis. Aus Teil 3. Irgendwas hat hier noch ein Geräusch gemacht. Okay, da ist die nächste Nachricht. Accio. Hallo? Die kann man jetzt lesen. Müssen wir da irgendwie... Ah, natürlich. Wir holen uns den Tritt. Accio. Komm her. Fast da. Suchen Sie nach den Kürbisbissen. Gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie den armen Scrope mit dem gebrochenen Herzen helfen. Die Kürbisbisse. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ja. Waren wir schon in der letzten Folge. Ja, mit Hagrid. Also noch nicht seine Hütte. Aber bald. In, 60 Jahren, glaube ich. 50, 60. Er läuft sehr witzig, wenn er Lumos den Stab in der Hand hält. So, irgendwo hier müsste doch sein, bei den Kürbissen. What? Ah, die Vogelscheuche. Ja gut, die verscheucht auch die Vögel. Sehr effektiv, wie sie das macht. Da ist die Schriftrolle da hinten. Im Kürbis. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Trifft Scope am Rande des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Okay. Da unten. Bin mal gespannt, was das für eine Quest ist. Da ist auch der Weg. Und... Uiuiui. Sehr gut. Also das Glühwürmchen hier. Und das wird schon heller. Eigentlich finde ich gut. Mag es nicht so in der Nacht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Natürlich, was kann ich dafür tun? Ich will keinen Ärger mit Black riskieren. Ich untergrabe gerne Autorität. Den Schulleiter untergraben und dafür etwas bekommen? Ich bin ganz Ohr. Oh, Scrope hat nicht vor, den Schulleiter zu untergraben. Scrope will ihn vielmehr überraschen. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen?
Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Scrope wird hier auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten. Und dem Ring. So, da müssen wir lang. Ich muss allerdings kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. Wir müssen in die Grotte. Was macht das? What? Das ist der Kraken aus dem See. Er ist real. Oh mein Gott. Okay. Ja, sorry für die ganzen Unterbrechungen. Aber manchmal kann man nicht einfach am Stück aufnehmen. Und jetzt müssen wir diese Steinrücken-Sumpfkrabbler kaputt machen. Oh Mann, die sind echt zäh, die Viecher. Die sind auch richtig gemein einfach. Boah. Incendio, Protego, Stupro. Warum kann der Kraken nicht kommen und sie einfach verspeisen? Das würde sehr helfen. Boah. Und die auch immer voll ausholen. Boah. Das ist wie so ein Endgegner hier. Levioso. Weil ich glaube, man könnte vielleicht auch einfach dran vorbeirennen, aber jetzt sind wir mitten im Gefecht. Und, boah. Na? Vor allem 4 auf einmal. Protego, Stupro. So, eine ist weg. Dem geht's auch nicht gut. Sehr gut. Incendio, Hat nicht getroffen. Accio. Also das wäre so wirklich Albtraum-Szenario in echt. Protego, Von so Riesenkröten angegriffen zu werden. Mit ihrer Zunge. Ja. Stupro, So wutschen und wedeln. Stupro. Blocken, angreifen. Okay. Protego, Stupro. So, Sieger einen Sumpfkrabbler haben wir geschafft. Einer ist noch, dem geht's noch. Aber wir haben fast wieder keine Tränke. Oder immer noch. Da muss ich echt mal irgendwie welche besorgen. Incendio, So, jetzt komm. Versteck dich nicht, komm her. Ne? Ha? Hast du was gesagt? Hä? Kommst du dumm? Ich geb dir gleich. Protego, Jetzt. Oh mein Gott. So viel Aufregung. Kommen wir hier raus? Hallo? Nee. Okay, da ist die Grotte. Ich hoffe, wir kommen da jetzt problemlos auch hin. Nicht, dass uns noch Wassermenschen in den Abgrund ziehen. Aber wie viel Geheimnis es auch einfach hier gibt, ne? Das ist so wie so eine Tropfsteinhöhle. Oh, voll nice. was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Das schmeckt ihm. Da ist ein Durchgang erschienen. Okay.
Hier, Apollonia Blacks Tagebuch. Und da ist noch eine Nebenquest. Okay. Sind hier die Seiten drin? Kann das sein? Besuch? Ein Kopf? What? Ih. Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken, aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten, alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich muss darauf bestehen, dass du sie mir sofort gibst. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt, zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Puh, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Ist ja auch ein komischer Kauz, der sich da einfach umbringen lässt. Hier haben wir noch eine Nebenquest, eine Schatzkarte, ein Wald und ich glaube, das ist... Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Also es sieht aus wie die da beim verbotenen Wald. Da ist doch auch diese Brücke gewesen. Ich glaube, da haben wir ja auch im Let's Play schon mal kurz Halt gemacht auf dem Weg nach Hogsmeade. Ja, und jetzt können wir schön den Rückweg hier antreten. Mittlerweile ist es Tag geworden. Guckt euch das an, wie schön das hier aussieht. Sehr atmosphärisch. Ja. Was ist hier? Können wir einen Köpfer machen? Nein. Aber er nimmt die Hände an die Brust, wenn er eintaucht. Aber einen Kopfer möchte ich noch gern sehen. Einen Köpfer. Tjo. Ja, echt cool. So, da ist der Hauself. Mal schauen, was er jetzt zu uns sagen wird. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Er erinnert mich ein bisschen an Creature, nur dass er netter zu uns ist. So, dann als nächstes auf zum verbotenen Wald. Wir haben ja den Schnellreisepunkt hier schon freigeschaltet. Und hier müsste eigentlich eben auch diese Kerzen dann sein, die man sucht.
Aber das machen wir später noch. Erstmal müssen wir hier mal gucken. Bei Tag ist das gar nicht so schlimm eigentlich. Die haubenhüpfende... Was? Haubenhüpfender Giftpilz. Achso, die Köpfchen von denen. Okay. Ministry of Magic gibt eine Warnung aus. Oh nein, was ist das? Nee. Nee, machen wir nicht. Oder machen wir doch. Ah, ist ja nur einer. Incendio! Wir haben jetzt auch ein paar Tränke noch geholt, deswegen passt das. Aber Sprüche mal ausprobieren. Protegen! Kurzer Hinweis vielleicht noch, es gibt unten rechts immer Duellleistungen. Einfach so Aufgaben, die man erledigen soll. Manche davon sind auch Aufgaben. Die stehen aber dann, glaube ich, links unten. Und da ist er auch schon besiegt. Du dumme Kröte, du. Revelio. Okay. Und hat er uns was hinterlassen? Genau, die Zunge. Stell dir mal vor, ihr besiegt das Viech und dann habt ihr so eine 2 Meter lange Zunge in der Hosentasche. Oder im Sack halt irgendwo. Okay. Und da sind wir auch schon. Da ist ein Eichhörnchen gewesen. Ist ja gar nicht so schlimm hier. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt im verbotenen Wald. Oh, aber es gibt Loot. Was war das? Ah, okay. So, hat ein Schlosssymbol. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Für die Aktivierung von Aufträgen kann es Stufen- oder Werkzeuganforderungen geben. Schau im Auftragsprotokoll oder in deiner aktuellen Liste nach. Gut, wir müssen den Entwaffnungszauber erlernen. Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Okay. Dann schauen wir doch jetzt mal hier nochmal nach dem Schatz auf der Schatzkarte. Die findet man ja immer im Menü. Also im Inventar. Oh Mann. Manchmal drücke ich auch immer den falschen Knopf. Dann, ja, kommt das Handbuch nicht, sondern die Karte. So, hier ist das Tagebuch, Arithmantik, Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Genau. Also der Wald. Genau, der Eingang und die Brücke. Und dann müsste da eigentlich was sein. So, hier ist die Brücke. Da liegt ein Liebesbrief. Möchtest du dich mit mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Dein Richard. Aha. Okay. Allerdings Revelio. ist jetzt hier nichts zu sehen erstmal. Nicht mal die Florfliegen sind im Moment da. Okay. Seht ihr was? Also irgendwie ist hier nichts zu sehen. Dann machen wir lieber mit dem Unterricht weiter. Erweitert den Horizont. Und kümmern uns dann später um des Rätsels Lösung. Ich muss das natürlich noch kurz hier nochmal schön umziehen. Hier ist jetzt übrigens auch die Option eben, sich anzupassen. Vom Outfit her. Wir könnten auch... Oh. Ensemble der dunklen Künste. Das ziehen wir dann später mal noch an. Aber ich finde, das Grün, Slytherin-Grün passt auch echt gut. Und die Maske ist ausgerüstet, aber wird nicht angezeigt. Und unser Zauberstabgriff ist eigentlich auch okay. Oder nehmen wir mal den. Aviargrau. Gut. So, dann können wir jetzt in den Unterricht gehen.
Eigentlich auch ganz nice, diese Unterrichtsmontagen. So, Professor Hackett hat jetzt Zeit für uns. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Expelliarmus. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Ja, so eine Runde. Einmal ausprobieren. Da ist die Übungspuppe. Und, falscher Knopf. Wir müssen natürlich wieder ausrüsten. Das ist so ein bisschen, das geht mir echt auf den Senkel. Dass man immer so viele Zaubersprüche hat, aber nur 4 auf dem Expelliarmus! Sie scheinen auf dem Akio. richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Aber gut. Vielleicht ist das ja auch gewollt, dass man sich da einschränken muss. Aber wir haben noch eine Nebenquest, die daedalischen Schlüssel. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir das doch mal. So, wir sind unterhalb des Astronomieturms und müssen da jetzt einen daedalischen Schlüssel finden. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Okay, komm her. Ich glaube, der ist da rein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Da ist er. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? So nicht. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, es geht. Der fliegt dann einfach, oder wie? Und dann müssen wir warten, bis er drüber fliegt. Geschafft. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Die ist doch im Gemeinschaftsraum von Slytherin. Hier am Eingang war die doch. Die haben wir doch schon gesehen. Da konnten wir nämlich letztens noch nichts machen. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Oh, Viel mehr, wie es aussieht. Wahnsinn. Okay. 16 Stück gibt es insgesamt. Und auch der Duellclub will uns noch trainieren sehen. An der Übungspuppe. Hallo, Lucan. Brillante Idee. Dieses Mal. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay, haben wir überhaupt alle Zauber ausgerüstet? Akio. Ja. Incendio. Levioso. Also wir müssen Gut so. alle Dinge ausführen. Und dann, ja. Auf jeden Fall wesentlich leichter als so ein Duell. So, Basiszauber. Incendio. Und dann, gut. Ausgezeichnet. Akio. Incendio. Levioso. Das war interessant. Du schaffst es. Akio. Incendio.
Levioso. Accio. Incendio. Sehr schön. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Okay, durchbrich rote Schilde mit Schadenszaubern, wie dem Feuerzauber Incendio. Okay, noch eine Runde. Diesmal sind es 4. Incendio. Noch besser! Confringo. 4 auf einmal. Ah, oh, ich bin schon besiegt. What? Oh. Was war das? In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, ich bin bereit. Machen wir Sehr nochmal. schön. Viel Glück da draußen. Die haben uns so richtig den Hintern versohlt einfach. Okay. Vielleicht kriegen das. Wir sind auch nur zu zweit. Stufo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Vielleicht ist es auch einfach zu früh. Zauberstab! Protego. Confringo! Incendio. Levioso! Levioso. Und, ah, Mann. Der Zauberstab muss noch nachladen. Incendio. Stufo. Protego. Confringo. Autsch, jetzt brennen wir schon wieder. Incendio. Das ist gemein. Oh. Einfach One-Shot. Okay. Nee, sorry Leute, das muss Versuchst noch du's warten. mal? Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Okay, man konnte sogar nicht nochmal einen neuen Versuch auswählen. Okay, dann war es das jetzt für dieses Mal. Dann gehen wir in der nächsten Folge dem Geist von dem Typi auf den Grund. Es erwartet uns eine weitere große Enthüllung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Fabian.